Und gestern Abend haben wir noch Besuch bekommen. Du kommst da nicht rein. Wir stehen hier auf dem Gelände von Shakhtar Karaganda. Also weil die jungen Leute hier zu geizig sind, um sich Feuchttücher zu kaufen, waschen sie sich jetzt am See. Kapec, kakoi, ja maladietz. Falsch gefahren und von der Polizei gestoppt. Hi, wir sind Dima und Katrin auf unserem größten Abenteuer gerade hier in Kasachstan. Schön, dass du wieder dabei bist. Gerade stehen wir in meiner absoluten Lieblingsstadt Karaganda. Diese Stadt hat einfach so viel Charme und ja, so viele nette Menschen und es ist einfach alles so entspannt, dass wir es uns nicht nehmen lassen haben, noch einmal hier hinzufahren. Ja. Ganz genau. Ja, und wir werden heute den Tag hier in Karaganda verbringen und auch die Nacht. Und morgen geht es wieder zurück nach Temirtau. Richtig? Richtig. Und dann geht es wieder nach Pakorne, weil Dimis Eltern kommen auch wieder zurück. Und ja, wir freuen uns einfach auf die nächsten Tage. Und wenn du das alles nicht verpassen willst, dann schau dir das Video gern bis zum Schluss an. Feuerhalle! Ja, und diese Säule, die hat mich beim letzten Besuch schon so schwer beeindruckt. Auf dem Video sieht man gar nicht, wie riesig die eigentlich ist. Ja, und schlafen tun wir natürlich auch wieder vor diesem riesen Gebäude. Und da haben wir ja beim letzten Mal auch schon übernachtet. Ein richtig toller Ort. Man hat dort echt gut geschlafen und ja. So, wir haben jetzt vor, Richtung Stadion zu gehen. Wir wissen nicht, ob wir reinkommen, aber wir gehen einfach, wir bewegen uns einfach in die Richtung, oder? Gehen, mal gucken, ob wir ankommen. Genau. Ach, diese Stadt, ne? Die ist einfach so besonders. Neben Atira und Pavlo, da versteht sich natürlich. Ja, und wir schauen mal, wie lange das Wetter heute mitmacht. Also der Wind und dass es heute kühler ist echt eine Wohltat für mich. Aber es soll gleich noch regnen. Deswegen sind wir auch bewaffnet mit Regenschirm. Und mal schauen, wie lange es trocken bleibt. Es ist so lustig. Wir sind ja hier in Karaganda. Und wer sich erinnert, wir haben ja unseren QR-Code in Temirtau gemacht. Und jetzt gehen wir hier lang und in dem gelben Auto sitzt ein Mann und der winkt. Und ich denke mir noch, boah, der ist aber freundlich. Dabei ist es die Firma, die uns einfach den Sticker gemacht hat fürs Auto. So cool. Die haben ja noch einen kleinen Auftrag bei Ihnen. Das holen wir morgen ab. Schon mal, so im Vorfeld. Aber es ist so schön, dass Sie uns sofort wiedererkannt haben. Und ich zeige euch jetzt, was die hier machen. Das ist ja echt ein Zufall. Also, die Firma heißt so. Falls ihr sie gebrauchen könnt, könnt ihr euch gerne an diese Firma wenden. Die machen ja alles, Aufkleber, Wandverkleidungen und schaut einfach mal bei Instagram auf deren Seite. Die machen echt coolen Job. Ne? Cool, richtig, richtig cool. Das hat er übrigens auch gemacht, also die Firma. Richtig cool.
Wir sind am Stadion. Waren nur 2 Kilometer, war jetzt nicht so wild. Aber ich denke nicht, dass wir rein können, weil die Tore sind alle zu. Wir gucken mal. Na, wer hat sich von euch schon mal hier ein Spiel angeschaut? Du kommst da nicht rein. Also, für so viel reicht es. Kunstrasen da drin. Cool. Ja, richtig schade. Wir hätten es echt gern von innen gesehen. Aber ja. Man kriegt nicht immer das, was man will, oder? Ich will Kuchen. Also hier können wir jetzt noch mal reingucken. Denkst du, ich darf die Polizei filmen? Hier könnte man eigentlich kurz fragen, also hinter uns, hinter dem Zaun, ich glaube, da übt die Polizei für den Ernstfall. Die machen da irgendwie eine Übung und ja, ich traue mich nur nicht zu filmen. Wir wissen ja, dass die Polizisten echt nett sind hier in Kasachstan, aber da habe ich trotzdem immer ein bisschen Hemmung, da die Kamera drauf zu halten. Ja, also, rein kommen wir nicht. Wir gucken mal, was wir jetzt machen. A few moments later. Wir stehen hier auf dem Gelände von Shakhtar Karaganda und jetzt ist gerade ein Spiel. Da gehen wir kurz hin und schauen uns das an. Aber es sind nicht die erste Mannschaft, nicht die Profis. Die Profis spielen morgen um 18 Uhr. Und das Lustige ist oder Interessante ist, Eintritt ist immer umsonst. Also wir können morgen eigentlich um 18 Uhr zum Fußballspiel herkommen. Ich weiß nicht, ob wir hier sind, aber wäre schon interessant, gell? Richtig cool. Vor allem, es ist umsonst. Also es ist kostenlos. Es regnet voll. Ja, es ist einfach kostenlos. Krass. Wir gucken mal. Wir nehmen euch mit. Da. Jetzt gucken wir mal, was hier so los ist. Also das Flutlicht blendet mich schon mal. Kommen wir doch noch aufs Gelände. Wie cool ist das einfach? Hä? Lieber Waldemar, falls du uns noch zuschaust, es war ja dein Wunsch, dass wir das Stadion filmen. Heute können wir hier drauf. Cool. Also das ist jetzt die Nebenanlage. Die Hauptanlage ist ja hinter uns. Da könnte man morgen eigentlich drauf. Ach so. Das ist das kleine Stadion. Ja, ich glaube, der Waldemar freut sich auch über das Kleine. Noch steht's 0-0, habe ich gesehen. Noch spielt keiner. Ach so. Oh, und es ist richtig, richtig kalt geworden. Darf man hier einfach durchgehen? Ja. Hä? Ja. Oh, alle krank. Cool, das ist das, was wir vorhin gesehen haben, oder? Das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Was meinst du? Mit dem Kunstrasen. Nein, Nein? Kunstrasen ist da drin, Schatz. Hier Ach ist so. auch Kunstrasen. Cool. Also, ein paar Minütchen haben wir. Aber eigentlich will ich mich nur vom Regen schützen. Dimi will Fußball gucken. Wir will eigentlich auch vom Regen schützen. Ja, Aber interessant ist es trotzdem. genau. Für ein paar Minuten schauen wir uns das mal an. Wie alt sind die jetzt spielen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Das ist auf jeden Fall eine junge Mannschaft. Aha. Also wir haben jetzt nachgefragt und zwar spielt hier gerade
Schachtyr Karaganda gegen Taldy Kurgan. 2 Städte, die wir sehr mögen. Wie gut, dass wir keine Partei ergreifen müssen. Gesundheit. Gesundheit. Was hast du? Wir haben uns jetzt ein halbes Stündchen ausgeruht und unser Date wartet schon auf uns. Und wir freuen uns sehr, oder? Ja. Wir freuen uns richtig. Also komm, wir müssen los. Sie kommen. Ich zeig's mal. Vielleicht könnt ihr es schon erahnen. Seht ihr ihn? Er hat schon gewunken. Wir freuen uns. Richtig, richtig doll. Wir sind zwar schon fast erfroren. Und verhungert. Hallöchen, ihr beiden! Na, ihr? Hier sind wir wieder. Es ist einfach so schön. So cool. Ich liebe diesen Ort hier einfach. Es regnet leider ein bisschen, aber ist trotzdem noch eine Menge los. Und habt ihr ihn eigentlich erkannt? Hallihallo, hier ist der Jakob wieder aus Stuttgart. Mal wieder. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut und ich habe diesmal meine Frau mitgebracht, die Marina, und besuche euch 2 hier. So cool. Wir freuen uns sehr. Also das war wirklich nicht geplant. Und er hat Kasachstan so sehr vermisst, dass er mit seiner lieben Frau gekommen ist. Und ja, die haben jetzt ja auch eine richtig gute Zeit in Kasachstan. Und ja, also wir haben uns riesig gefreut. So cool. Клоун Кент и звезда нашего времени неповторимый Ля Паганель, а также многое другое. Билеты по 16 августа только для вас в 19 часов. Незабываемое представление для всей семьи. В программе «Бесстрашные повелительницы». Also ihr Lieben, das Essen sieht Bombe aus. Die Hälfte haben wir schon aufgegessen. Du hast mir eine ganze Pommes weggefuttert. Und ja, jetzt der Rest ist für mich. Das stimmt nicht, es wird geteilt. Aber habt ihr schon mal so ein Hachipuri gesehen? Ich nicht. Ist richtig schön hier mit den beiden. Wir sind echt froh, dass... Oh, ich glaube, das bestelle ich mir auch noch mal. Weil wie ihr seht, mein Teller ist leer. Du hast ja auch schon alles gegessen. Okay, ich habe meine Pommes schon gegessen. Also lasst euch noch mal schmecken, ihr Lieben. Das war ein richtig gutes Essen. Also viel gelacht, gut gegessen. Also was will man mehr? Aber jetzt gönnen wir uns noch eine Zuckerwatte. Mensch, wie viele Jahre hatte ich keine Zuckerwatte? Und die Marina hat gesagt, hier schmeckt sie einfach gut in Kasachstan. Und deswegen probieren wir es dann mal. Darf ich dir diese wunderschöne kleine Zuckerwatte überreichen? Ja, genau, gib dem Jakob die Hälfte. Die ist nicht schön geworden. Aber gleich Wie riesig! Jakob, einmal reinbeißen bitte.
Aber noch nicht aufessen, wir machen noch ein Foto. Ein Foto. Ja. Was? Schmeckt's? Wahnsinn. Sagt mein Kind auch immer. Früher hat man immer, wenn jemand gefragt hat, где, dann hat man früher immer gesagt, где, в Караганде. Und das heißt tatsächlich so, где, в Караганде. Das heißt übersetzt, wo in Karaganda. Cool. Also eigentlich wollte Dimi was dazu sagen, zu diesem Bild jetzt gerade, aber er hat gesagt, das ist einfach zu traurig. Ich kann das nicht. Ich verstehe nicht, warum? Du? Was ist denn da passiert? Weiß ich nicht, das ist einfach zu warm hier. Also weil die jungen Leute jetzt zu geizig sind, um sich Feuchttücher zu kaufen, waschen sie sich jetzt am See. Ja, aber du musst auch sagen, wie teuer einfach. Umgerechnet 50 Cent. Zuckerwatte war eine blöde Idee. Aber wenn man die 30 wegdenkt, dann ist es eigentlich ein schönes Bild dahin. Also, es ist unglaublich. Jetzt zeigen wir euch noch was Schönes. Das sieht echt schön aus. Das hatten wir letztes Mal, als wir in Karaganda zwar gesehen, aber es war noch hell. Und jetzt ist ja richtig dunkel. Schaut mal. Sieht das nicht toll aus? Und es geht einfach total lang, bis nach da ganz hinten. Oh. Ich liebe Karaganda. Also den gibt's hier auch. So cool. Seht ihr? Drive-in. Wie cool. Hi, ihr Lieben. Es ist nicht morgen, es ist schon Mittag. Ja, wir haben ein bisschen getrödelt heute, aber ja, zu gestern Abend noch mal kurz. Wir haben uns nicht mehr verabschiedet, es ist ganz schön spät geworden. Aber es war so ein schöner Abend. Eigentlich sind wir ja völlig Fremde. Wir haben den Jakob hier, wie viel? Vielleicht eine Stunde mit ihm verbracht beim letzten Mal, oder? Ja, ungefähr. Ja. Und sind dann aber im Kontakt geblieben, als er wieder nach Deutschland gegangen ist. Und gestern hat sich das so vertraut angefühlt, als wären wir schon ewig lange befreundet miteinander. Auch mit der lieben Marina. Das hat so harmoniert und das war einfach so eine schöne Begegnung. Ja, das werden wir auch nicht vergessen. Also es war so herzlich und so. Ich schwärme immer noch. Ihr beiden, falls ihr das Video seht, ganz liebe Grüße an euch. Ihr seid wirklich was Besonderes. Ja, das stimmt. Ja, willst du auch Das noch was stimmt. dazu sagen? Also das war ja lustig. Wir waren in Almata und wir haben ja mit Jakob Nummern ausgetauscht und man sieht ja immer Status. Und dann bekam ich irgendwann mal eine Nachricht, seid ihr etwa in Almata? Und dann habe ich gesagt, okay, wir waren in Almata. Bist du etwa in Almata?
Er sagt ja. Also, das ist so lustig. Der ist nach Hause geflogen, der war ja alleine hier, nach Hause geflogen, hat seine Frau genommen und ist dann mit seiner Frau hergekommen. Nochmal. Also das war der dieses Jahr schon zweimal in Kasachstan. Das heißt, es hat ihm so sehr gefallen, dass er zweimal, das ist jetzt wirklich knapp gewesen, dass er jetzt das zweite Mal nach Kasachstan gekommen ist. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, ob er nach Karaganda noch kommt, weil wir hier in der Gegend sind. Sagte ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt sind sie vorgestern hier angekommen und gestern haben wir uns getroffen, einen schönen Abend zusammen verbracht. Ja, richtig schön. Und ich muss sagen, das sind so Menschen, wo man richtig fühlt, dass man sie lieb gewonnen hat. Es ist nicht nur so, ja, es war okay und braucht man nicht wiedersehen, ja, sondern man hat diese Menschen richtig lieb gewonnen, tolle Menschen. Ja. Большой вам привет. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, ja. Irgendwo, Die irgendwann. beiden lieben, ja. Ja, Dimi hat die Haare wieder schön, sieht wieder aus wie ein Mensch. Andrei Andrejewitsch hat mir die Haare richtig gut geschnitten, hier gegenüber, wo wir stehen. Können wir empfehlen. Also, wir essen jetzt ganz schnell was und dann geht's wieder nach Temirtau. Nein? Temirtau. Temirtau, weil unser Auto bekommt einen Ölwechsel. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, weil wir Nummern ziehen müssen. Eigentlich ist es dumm von uns, dass wir jetzt hier so getrödelt haben. Aber ja, wir machen jetzt schnell und nehmen euch natürlich mit in die Werkstatt und dann geht's wieder nach Pakorne. Oder nach Karaganda zum Fußball. Mal schauen, wie lange es dauert. Heute Abend ist ja Fußballspiel von der ersten Mannschaft von Schachtyor Karaganda und der Eintritt, wie ihr gehört habt, ist umsonst. Ja. Und vielleicht kommen wir her und schauen uns das an. Ja, mal schauen. Wir wissen es noch nicht. Also, bis nachher. Mich hat ja immer interessiert bei den Reisenden, was sie so essen. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch, was wir uns geholt haben. Ich habe hier so Würstchen im Schlafrock. Eine Seite Würstchen und andere Seite Kartoschka. Kartoschka im Schlafrock. Ja, richtig cool. Ja, und ich habe nicht frittierte, weil ich habe echt mich an frittierten Sachen satt gegessen, sondern gebackene Bileshi. Das heißt Teigtasche mit Hackfleisch. Wie ihr wisst, in Russland oder ehemalige Sowjetunion oder Kasachstan, also könnt ihr nennen, wie ihr wollt, gibt es ganz viele Sachen, wo Teig mit Hackfleisch drin ist. Und die haben alle verschiedenen Namen. Wenn man Lust hat, kann mal jemand in die Kommentare schreiben, wie viele verschiedene Namen Hackfleisch in Teig einfach hat. Genau. Das wäre echt lustig. Chibureki, Bileshi, Pilimeni, Mante und. Wenn jemand weiß, wie viel es davon gibt, könnt ihr ruhig reinschreiben. Das wäre echt lustig. Also jetzt aber bis nachher. Ja. Also, Katrin macht soweit im Wohnmobil alles fertig zur Abreise. Was noch übrig ist, was gemacht werden soll. Und ich habe jetzt hier so einen Aufkleber. Und zwar habe ich ja, wo ich jetzt das Essen geholt habe und den Ventilator, da waren 2 tadschikische Frauen, die hatten Interesse gehabt an unserem YouTube-Kanal. Und ich habe den einfach vergessen, unseren Kanal zu geben. Jetzt gehe ich noch mal hin und gebe denen einfach diesen Aufkleber und freue mich darüber, dass die uns dann auch beim Reisen zuschauen. Also hier habe ich lecker Frühstück gekauft bei den netten Menschen. Sieht richtig gut aus, oder? Also hier habe ich jetzt Ventilator gekauft und ja, jetzt bringe ich diesen Aufkleber den jungen Damen. Здрасте. Здравствуйте. Вот вам, пожалуйста, наклейка. Спасибо большое. Да. У меня еще вопрос есть. У вас есть такие батарейки? Да, есть. Да? Сейчас. In diesen Läden kriegst du alles. Ach, ich kann mich sehen. Jetzt habe ich tatsächlich das Geschenk bekommen, weil ich mein Portemonnaie vergessen habe. Ich brauchte die Batterie und die junge Dame hat mir das einfach geschenkt. Большое спасибо от всего сердца. И вам всего хорошего. До свидания. Das war jetzt aber wirklich peinlich.
Ich komme dahin, weil ich noch eine Batterie kaufen wollte, zusätzlich zu dem Aufkleber abgeben. Und habe mein Portemonnaie nicht dabei. Erster Gedanke, oh blöd, peinlich, ich habe es vergessen. Zweiter Gedanke, nachdem ich jetzt erstmal vielen lieben Dank für das Geschenk. Ich habe die Batterie jetzt einfach von der lieben Frau geschenkt bekommen. Спасибо большое за батарейку. Und zweitens, der zweite Gedanke war, wurde ich vielleicht beklaut auf dem Weg? Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass mein Portemonnaie im Auto ist, aber solche Gedanken kommen. Das wäre natürlich nicht so gut, weil da die ganzen Karten, Ausweis und das ganze Geld drin ist. Das wäre dann Game Over für uns. Aber ich bin mir absolut sicher, dass ich mein Portemonnaie im Auto vergessen habe. Außerdem ist Kasachstan, war wohl nicht immer so. Zu den Zeiten, wo wir weggefahren sind, habe ich gehört, gab es hier eine ganz schwere Zeit. War auch kriminell früher. Ihr könnt mich gerne korrigieren und sagen, hey nein, das war nicht so. Dann bitte ich um Verzeihung, ist gar kein Problem. Da habe ich gar keinen Stolz in diese Richtung. Ich erzähle nur weiter, was ich gehört habe. Aber heutzutage ist Kasachstan in meinen Augen oder in unseren Augen eins der sichersten Länder. Es wird so überwacht und so darauf geachtet, vor allem auf Touristen, dass es denen gut geht, dass man sich eigentlich um sowas gar keine Sorgen machen muss. Also so erlebe ich das. Auch da dürft ihr mich gerne korrigieren. Also, jetzt packen wir es und dann geht's los. Betty kriegt endlich frisches Öl. Wir waren ja gestern hier am Stadion und gegenüber vom Stadion, gestern nicht gezeigt, weil wir das für heute aufbewahren wollten, gibt es einen Supermarkt. Und wir waren schwer beeindruckt und den zeigen wir euch jetzt. Das war richtig, richtig cool. Seht ihr? Auf der anderen Straßenseite ist das Stadion und da ist der Supermarkt. Und da gehen wir jetzt rein. Also ich zeige euch jetzt nicht jedes Regal, aber ich zeige euch einfach mal die Auswahl, die es hier einfach gibt. Also die stehen uns Deutschen in nichts nach. Hier gibt es einfach alles. Also ein Überfluss an Pflegeprodukten, die man auch in deutschen Regalen sieht. Es ist und jetzt die Fischtheke, Leute. Da waren wir gestern. Leider stehen hier voll viele Leute, dass ich das gar nicht so richtig filmen kann für euch. Ich gehe einfach mal zwischen die Leute und dränge mich einfach. Ich will ja nichts kaufen, ich will ja nur zeigen, was es hier alles gibt. Hammer. Und es stinkt gar nicht. So wie man es kennt. Ich glaube, die haben eine richtig gute Absaugung hier oder so. Also die ist ewig lang. Schaut euch das einfach an. Oh, es ist einfach der Hammer. Also man kann sich einfach hier 740 Gramm Mante einfach so kaufen. Ich denke mal,
Für mich sieht das immer wenig aus, aber wenn ich 4 Stück gegessen habe, dann bin ich eigentlich immer satt. Das Auge will immer mehr, wie der Magen verträgt. Richtig. So cool einfach. Bisschen lustig. Also der Tomatengeruch ist echt genial. Riechst du schon von Weitem, auch mit meiner Schnupfnase gerade. Und das sind ja meine Lieblingstheken hier. Schaut euch dieses Sortiment einfach an. Das ist einfach der Hammer. Echt. Ich bin begeistert. Ich kann leider nicht weiter vorgehen, weil hier ist so eine lange Schlange. Ja, cool. Einfach cool. Wollten wir ein Brot mitnehmen gestern. Weißt du noch welches? Ich weiß nicht, welches du wolltest, aber ich fand so ein offenes Brot, also in der Mitte so aufgeschnitten. Wie ihr seht, ein bisschen zugeschlagen haben wir. Aber jetzt geht es nur noch schnell was zu trinken holen. Weil mein Lieblingsgetränk war ja in Almaty komplett ausverkauft. Komplett. Es gab es gar nicht mehr. Und hier habe ich es gefunden. Ja, deswegen decken wir uns jetzt noch mal ein. Also ihr Lieben, Bratwürstchen finden wir hier nicht, so original Bratwurst aus Deutschland. Katrin vermisst es schon. Ja. Ich glaube, wir müssen zumindest mal in die Türkei zum Curry King fahren, Ja, auf jeden Fall. falls das eine gesehen hat. Der hatte richtig leckere Wildschweinbratwurst, genau. Und hier haben wir Chips mit Bratwurstgeschmack. Sollen wir mitnehmen, oder? Ich will die nicht. Nein? Nein. Okay, dann nicht. Ja, und apropos Türkei. Wir sehen ja, ihr schaut unsere Videos aus Kasachstan und Kirgisistan fleißig. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr auch mal in unsere Türkei-Videos reinschaut, damit wir euch zeigen, wie schön die Türkei einfach ist. Und ja, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt die Arbeit machen soll. Also, wenn großes Interesse daran besteht, dass russische Untertitel für die Türkei-Videos gewünscht sind, dann mache ich mir die Arbeit. Aber ich habe gedacht, jetzt wo das Wort Türkei gefallen ist, kann ich das einfach mal so mit reinbringen. Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ich russische Untertitel für die Türkei-Videos machen soll oder ob ich es lassen soll. So, jetzt haben wir fertig. Also ich kann jetzt hier nicht im Laden so viel filmen, das ist mir ein bisschen unangenehm. Ups. Weil hier einfach so viele Menschen sind. Aber ein bisschen was konnten wir euch zeigen von dem, wo wir gestern so schwer beeindruckt waren. Also richtig, richtig cool. Timmy und sein Schnotternäschen. Er hat sich ein bisschen erkältet, der Arme. Und hier steht echt an jeder Kasse jemand, der den Einkauf einpackt. Ist vielleicht für uns ein bisschen ungewohnt, aber hier, es funktioniert und es schafft natürlich auch Arbeitsplätze für, die sehen alle noch recht jung aus. Ich denke einfach für Schüler in den Ferien oder Studenten oder wie auch immer. Finde ich gut. Also, und wie ihr seht, wir haben recht viel eingekauft und wir haben 36 € bezahlt. Ich finde, das ist voll okay, weil wir auch viel Gemüse noch gekauft haben. Ne? Das sieht man ja in dem Beutel nicht so. Also Ich bin sprich du aus. Ich bin zufrieden. Also ich hätte nichts dagegen, wenn ich nur 10 € dafür bezahlt hätte. Ja klar. In welcher Welt?
So, wir sind da. Ich hoffe sehr, dass wir rankommen heute. Weil wir müssen ganz, ganz dringend Ölwechsel machen. Wie ist unser Stand gerade? Wie viele Kilometer? Wir haben jetzt 54.500 Kilometer und bei 30.000 haben wir das letzte Mal gewechselt. Okay, sind wir 20 drüber, 24, nicht drüber, sondern wir sind 24.000 Kilometer gefahren, seitdem wir das letzte Mal Öl gewechselt haben. Und das war in Deutschland, vor unserer Abfahrt. Warte mal, aber in Deutschland sagen sie zu uns ab 40.000 oder 50.000 erst wechseln. Ich habe bei 30.000 gewechselt, aber man sagt in Kasachstan, weil der Diesel nicht so gut sein soll, sollte man früher wechseln. Deswegen drückt uns die Daumen. Also, das war jetzt eine Sotz mit X. Die haben kein Öl und keinen Filter für unser Auto. Schade eigentlich. Jetzt müssen wir weiter gucken. Keine Ahnung. Die haben uns nach Karaganda zurückgeschickt, aber wir machen das jetzt nicht. Wir gucken nachher mal im Internet, was wir für Möglichkeiten haben, damit wir den Ölwechsel noch gemacht kriegen. Na? Hi, ihr Lieben. Wir sind zurück in Pakwana, aber diesmal an einem ganz anderen Platz. Auf der anderen Seite irgendwie vom Dorf, weil Dimi hatte das Bedürfnis, so sehr noch angeln zu gehen. Und ja, deswegen sind wir nicht an unserem gewohnten Platz, sondern einfach mal ein bisschen weiter. Ich zeig's euch. Ist auch echt wunderschön hier. Er ist da unten irgendwo und angelt. Ich habe keine Ahnung wo. Und wer uns schon länger verfolgt, direkt auf der anderen Seite, wenn ihr euch erinnert, direkt gegenüber stand Dimi einmal mit seinem Bruder, wo sie beide so darüber gesprochen haben, wie es für sie hier in Kasachstan zusammen ist. Ja, und wir stehen hier. Hinter uns die kleinen Berge. Also es ist echt traumhaft. Ja, wir haben uns auch irgendwie, also ich habe mich ein bisschen vertan. Ich habe gedacht, also heute ist Donnerstag und Dimis Mama kommt ja am Sonntag wieder. Und ich habe gedacht, wir hätten heute schon Freitag. Wir hätten eigentlich noch einen Tag in Karaganda bleiben können. Macht mich jetzt ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das total durcheinander gebracht. Wenn man so auf Reisen ist, dann weiß man oft gar nicht, was für ein Tag ist. Echt, also wir sitzen manchmal, wenn wir das Handy nicht dabei hätten, wüssten wir nicht, welcher Wochentag ist oder welches Datum. Das vergisst man total. Also, ja. Alle, die mich kennen, falls ich euren Geburtstag vergesse, tut's mir leid. Wirklich. Ach, herrlich hier. Es ist so ein schöner Ort. So friedlich. Klasse. Ja, ich bin gespannt, ob Dimi Fisch mitbringt. Wenn nicht, gibt's Kartoffeln. Also, bis nachher mal. Also ihr Lieben, wartet mal. So. Es ist zwar extrem warm hier, aber ich habe mir trotzdem meinen Jogginganzug angezogen. Ja. Weil die Mücken extrem nervig sind. So, jetzt gehe ich noch ein paar Mal den Blinker werfen, in der Hoffnung, dass was beißt. Und nehme euch gerne mit bei Jachele.
Also mit dem Angeln war das leider nichts heute. Hat kein Fisch gebissen und ich habe 2 Blinker abgerissen. Aber ganz viele Mücken draußen, die haben mich genervt heute wieder. Deswegen habe ich lange Klamotten angehabt. Nicht schlimm, ich versuche morgen früh wieder. Genau. Also, wir haben Kartoffeln gekauft heute und ein bisschen Fisch. Bist du sicher, dass das Fisch ist? Ja. Und Salat. Jetzt machen wir das ganz auf kleine Stufe ganz langsam warm, damit es nicht außen heiß ist und innen kalt. Und dann tun wir Abendessen. Ja. Und es gibt Nachtisch heute. Richtig Kuchen. Schreiner-Diät. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen, aber haben beide so schwitzen müssen. Ich weiß nicht, also Katrin geht es eigentlich gut, aber ja, ich habe mich seit vorgestern erkältet. Ja, jetzt haben wir kein Gas mehr. Muss ich hinten Gaskartusche rausholen und hier diese kleine Camping-Gaskocher, um Kaffee, also um Wasser zu kochen, um Kaffee zu machen. Und ja, wenn wir dann soweit sind, dann fahren wir heute wieder nach Timmertau und werden unsere Sticker abholen. Wir haben Aufkleber bestellt, die Flagge bestellt haben und auch das bestellt haben. Jetzt haben wir das nochmal in Stickerformat, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube 150 Stück. Die haben sogar noch mehr gemacht und den Rest schenken sie uns. Gestern waren wir da, die Mädels saßen da und haben per Hand alles ausgeschnitten. Wir dachten, wir holen das gestern schon ab, aber es war wohl viel Arbeit für die. Aber nicht schlimm, wir holen die Sticker heute ab. Und Gas müssen wir schauen, wo wir aufgefüllt kriegen. Ja, einmal im Monat muss man halt schauen, wo man Gas herkriegt. Genau, nicht schlimm. Ja, mit dem Angeln, ich habe es nicht geschafft, heute mich aus dem Bett rauszuzwingen, um früh morgens angeln zu gehen. Ich bin froh, dass es mir einigermaßen gut geht. Ja, wie es mir später geht und was heute alles so ansteht, das werdet ihr später erleben. Also, let's go. So, hi auch von mir. Wir fahren jetzt ins Dorf, weil wir zum Mittagessen eingeladen sind bei dem lieben Sergei Schaparow. Ja. Ihr erinnert euch sicher an diese gute, treue Seele. Leider sollten wir um 12 Uhr da sein und wir haben schon 6 Minuten nach 12. Also mit der Pünktlichkeit haben wir es nicht so, aber ich glaube, er vergibt uns. Also, wir freuen uns auf den Ploff, den es gibt. Ah, auf deinem Platz, sagt er. Also, wir haben jetzt ganz lecker bei Sergei gegessen. Es gab Plov und lecker Gürkchen und Tomaten. Aus seinem eigenen Garten. Paprika aus eigenem Garten. Ich rede gerade so ein bisschen komisch, weil mein Ohr geht zu wegen der Erkältung. Es war cool. Wir haben vergessen zu filmen in dem Ganzen, weil man will ja auch nicht immer gleich die Kamera zücken. Man will auch einfach mal ein bisschen zusammen sitzen und quatschen. Aber es gab eine interessante Unterhaltung, und zwar gibt es tatsächlich ein Buch über
über Pakorne, wo man die Geschichte komplette Geschichte über Pakorne erfahren kann. Und da werden wir mal recherchieren, ob wir was herausfinden können und euch die komplette Geschichte von diesem Dorf erzählen können. Genau. Aber das nehmen wir dann mit in das... Das nehmen wir aber, genau, Katrin sagt es gerade, das würden wir dann in das Pakorne Spezialvideo mit reinnehmen. Ja. Genau. Also, wo gehen wir jetzt hin? Nach Timurtau. Wir müssen unsere Aufkleber abholen. Ja. Und noch ein Geschenk für Mama besorgen, die hat Geburtstag. Genau. Also, oh je. Поехали. Falsch gefahren und von der Polizei gestoppt. Wo ist er? Hä? Der kommt jetzt. Er kommt jetzt. Aha. Keine Ahnung. Er will jetzt Dokumente sehen vom Fahrzeug. Aber wir wissen nicht, warum er jetzt in sein Auto gestiegen ist. Er guckt jetzt wahrscheinlich wegen Dings. Nummernschild überprüfen. Na, lass mich mal aussteigen. Demi musste jetzt bei ihm ins Auto einsteigen, aber die Tür ist noch offen. Ich habe ihm jetzt einfach mal meine Geschichte erzählt, dass ich ursprünglich von hier komme und dass ich eigentlich nur nicht richtig verstanden habe, wie die Abbiegung ist. Und ja, der hat gesagt, ja, nicht nur das ist gewesen, sondern ich habe noch ein anderes Auto geschnitten. Also war gar nicht gut, was ich gerade gemacht habe. Und ich soll vorsichtiger sein und hat mich wieder fahren lassen. Hat gesagt, ich soll weiterfahren, aber bitte vorsichtig so jetzt. Okay. Blinke ich sogar beim Rausfahren. Ich bin noch nicht angeschnallt. Das Problem mit dem Gas haben wir auch gelöst. Pulle ist wieder voll. Ja, sehr gut. Halleluja! Kühlschrank funktioniert wieder, wir haben wieder Gas. Für 5 € haben wir 21 Liter Gas getankt. Yay. Ja. Weiter geht's. So, wir sind da. Ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, warum wir das machen. Wir haben halt total viele Reisende getroffen, die unterwegs immer ihre Sticker so verschenkt haben an uns. Und wir haben gedacht, eigentlich ist es auch eine gute Idee, weil wir ja echt viele treffen und ja, wir einfach Freude daran haben. Und deswegen haben wir bei unserem letzten Besuch hier bei Lazar gesagt, kommt, macht uns doch welche, wir kommen ja noch mal wieder. Und ja, wir freuen uns sehr. Wir wollten sie gestern schon abholen, aber die Armen haben sie ja noch mit der Hand ausgeschnitten und waren noch nicht fertig. Und deswegen, ja, war es kein Problem, jetzt heute noch mal für uns hierher zu kommen. Wir wollen denen ja auch keinen Druck machen oder so. Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, wie sie aussehen. Also das ist der Designer, der das für uns entworfen hat. Wie ist sein Name? Sergej. Vielen, vielen Dank, Sergej. Ah, wie cool, wie auf unserem Auto. Spasiba, spasiba. Sehr talentiert. Der hat ja auch schon das andere für uns am Auto entworfen und ja, vielen, vielen Dank. Auch an dich, du Liebe. So, Gas erledigt, Sticker erledigt. Jetzt geht's noch Geburtstagsgeschenk für Mama besorgen. Wir haben schon was im Kopf, wir können es leider noch nicht in diesem Video verraten.
Aber ob es geklappt hat oder nicht, seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe sehr, dass es klappt. Also, ich bin ein bisschen zerstreut die letzten Tage, muss ich echt zugeben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe ja gesagt, es geht um das Geschenk für meine Schwiegermama, weil sie am Sonntag Geburtstag hat. Und dass ich das jetzt hier nicht mit ins Video nehmen kann, das ist ja völliger Blödsinn. Na klar können wir euch zeigen, was wir für sie besorgen wollen. Mensch, weil das Video kommt erst Sonntagabend raus. Und wir sind ja schon am Sonntagvormittag bei ihr. Also, ich habe einen Satz gelernt. Ich spreche ihn wahrscheinlich schlecht aus, aber ich habe den letztes Mal am Tisch erzählt und Mama hat sich so köstlich darüber amüsiert und findet den Spruch so klasse, dass wir ihr jetzt einfach ein T-Shirt damit drucken und dass sie diesen Moment einfach nicht mehr vergisst. Also, ich sag's mal. Kapietz, Kakoi, ja maladietz. So. Und das hat sie so amüsiert, dass wir ihr das auf ein T-Shirt drucken lassen. Und wir können ja auch kein großes Geschenk machen. Die fliegen ja mit Koffern wieder zurück. Aber meine Schwiegermama legt auch gar nicht so einen Wert darauf. Und jetzt, wir waren gerade schon bei einer Stelle. Die schaffen es nicht mehr, das fertig zu machen. Und jetzt haben wir hier noch eine andere Anlaufstelle. Und wir nehmen euch mit und gucken mal, ob sie das bis Sonntag schaffen. Also, drückt uns die Daumen, hier ist einiges los. Mal schauen. So, hat geklappt. Wir könnten es heute Abend schon abholen, aber wir haben keine Lust, so lange zu warten. Wir holen es morgen ab und dann zeigen wir euch, wie das geworden ist. Oh, mir ist richtig warm heute wieder. Mensch, Mensch. Ja, der Sergej hat gerade angerufen, hat gesagt, dass er vielleicht eine Werkstatt für uns hat, wo wir unseren Ölwechsel machen lassen können. Wir sind jetzt auf dem Weg dahin und sind gespannt. Also, wir fahren jetzt zu einer anderen Werkstatt, weil die Tore von dieser Werkstatt zu niedrig sind. Also so wie es aussieht, passen wir hier auch nicht durchs Tor. Schau, zeigst du? Und jetzt haben sie sich entschieden, dass die einfach hier auf dem Parkplatz wechseln, indem sie unter das Auto klettern. Also ich sehe Timmy an, dass es ihm eigentlich gar nicht mehr so gut geht. Aber ja, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das wechseln zu lassen. Also machen wir es hier auch, weil es ist echt notwendig. Probieren Sie es jetzt doch. Nein! Nein, nur sofort. Ach so. Also doch nicht ganz mit der Schnute. Nur mit der Schnute vorne dran. Ah, ich verstehe ja immer nur die Hälfte. Und ja. Also die Jungs haben eigentlich schon Feierabend und der Sergej hat die gebeten, dass die uns den Gefallen tun, dass die jetzt noch Ölwechsel machen. Und die wechseln jetzt für uns jetzt noch das Öl, obwohl sie eigentlich schon Feierabend haben. Давай.
Ist das von uns? Ja, das ist unser Luftfilter. Ah. Was geht ab? So, wir sind fertig. Das ist lustig. Toller Service. Und ging auch recht schnell, ne? Ja. Also richtig, richtig cool. So, die sind jetzt auch froh, dass sie Feierabend haben. Und wir fahren jetzt auch wieder nach Pakorne. Wir sind K.O. Wolltest du noch was sagen? Ja, also das teuerste an dem Ganzen ist wirklich das Öl. Filter hat gerade mal 5 Euro gekostet. Öl habe ich 120 Euro bezahlt. Boah! Aber die Jungs haben für ihre Arbeit haben sie nur 6 Euro genommen. Für jeden 2 Euro. Also das hat mir im Herzen wehgetan. Ich habe denen jetzt noch mal ein bisschen was gegeben. Die Roger hör weg, falls du zuhörst. Ich habe denen noch mal ein bisschen was gegeben und Ja, dass die ein bisschen Trinkgeld haben, genau. genau. Also, Feierhalle. Schaut euch diesen Riesenhund an. Ich bin so froh, dass ich im Auto sitze. Sein Kopf ist 3-mal so groß wie Dimmi seiner. Boah. Aber der ist total lieb. Ja. Können wir bitte weiterfahren? Wenn der dir durchs Fenster springt, dann war es das. Ich glaube, der ist schon sehr alt. Aber trotzdem groß. Ich bin so froh, dass ich dem nicht zu Fuß begegnet bin. Ich glaube, ich hätte laufen lassen. Was für ein Riesenhund. War das so ein Allerlei? Ja. Wow. So, jetzt aber ab zum Schlafplatz. Noch 1 Minute, dann sind wir da. Ich bin total K.O. heute. So, ihr Lieben. Wir sind an unserem Schlafplatz angekommen. Wir sind heute echt K.O. Also, wir sind heute rumgerannt wie die Verrückten, haben uns viel bewegt. Klar, wir haben euch nicht alles gezeigt. Ist ja auch ein bisschen mühsam dann für euch und für uns auch. Und ja, wir sind froh, dass wir jetzt zur Ruhe kommen. Morgen machen wir auch einen ganz entspannten Tag, holen nur das Geschenk für Mama ab und noch ein paar Blümchen. Und ja, morgen wird ein ganz ruhiger Tag. Aber wir machen uns jetzt noch was zu essen und kommen einfach runter, oder? Ich habe das Gefühl, meine Beine laufen immer noch. Ja, Wir haben alles erledigt, was wir haben alles erledigt und der Sergej, der ist ja, also, wir können es immer nur wiederholen. Vielen Dank, Sergej, dass du uns da wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast und uns doch noch eine Werkstatt gefunden hast, die unseren Ölwechsel macht. Und ja, du bist einfach ein Segen und du sollst gesegnet sein. Ja. Ne? Ja. Also, ihr Lieben, wir verabschieden uns. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Tag inzwischen, ihr Lieben. So, wir stehen hier, wo wir auch gestern gestanden haben, wo wir übernachtet haben. Und wie ihr seht, schlagen wir jetzt hier richtig Lager auf, also machen uns richtig bequem. Wir werden diesen Ort heute nicht verlassen, weil, ja, jetzt hat es auch Katrin wieder erwischt. Also ich muss sagen, das ist bei dieser Reise auch sehr anstrengend, diese vielen Krankheiten, die man unterwegs bekommt. Ich glaube, in Deutschland hast du 1-2 Mal deine Grippe oder was das auch immer sein mag, was da kommt und übersteht das im Jahr und überstehst das und dann war es das. Aber unterwegs andere Regionen, andere Bakterien,
ja, dann bist du irgendwie öfter krank, als wenn du nur zu Hause rumhockst. Genau. Ja, wie es hier aussieht, hat Katrin schon vor ein paar Tagen gezeigt. Toll. Und was ich jetzt mache, ist, ich räume das jetzt alles aus hier. Und jetzt merke ich zum Beispiel, dass der Stuhl hier defekt ist durch die vielen Erschütterungen. Hier, seht ihr das? Ich muss heute ein paar Reparaturen machen. Genau. Es wird heute nicht viel passieren. Wir werden heute auch nicht viel zeigen. Wir werden uns einfach nur ausruhen und versuchen zu Kräften zu kommen, damit wir morgen auf Mamas Geburtstag einigermaßen fit sind. Also, bye bye. Hallo ihr Lieben. Ja, gestern ist echt nicht mehr viel gegangen. Ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen. Demi hat sich auch ein bisschen ausgeruht, sodass er heute wieder fit ist, oder? Also du merkst es schon noch, dass du krank bist, aber ja. Wir waren jetzt schon in Temirtau, haben Torte für Mama geholt, das Geschenk für Mama geholt, Medikamente geholt, weil Astan erwartet ja auf uns und wenn sich das nicht ändert heute mit meinem Kranksein, wird es echt eine Herausforderung. Aber ja, also wir sind gespannt, wie Mama ihr T-Shirt findet. Und da Mama und die Bibigul gesagt haben, dass das ab jetzt ihr Satz sein wird, ihr Slogan, genau, haben wir natürlich auch für die Bibigul ein T-Shirt gemacht. Und wir sind gespannt, ob sie sich freuen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir Mamas Geburtstag hier in Kasachstan ein bisschen mit ihr feiern können. Und ja, machen jetzt auf, ne? So, wir sind da. Es ist so warm, alle verstecken sich im Haus. So, wir gehen rein. Das Geburtstagskind weiß noch nicht, dass wir da sind. Sorry. So, Bayerale. Zeig noch mal die Torte. Das riecht schon nach Essen. Komm schnell. Machst du die Tür hinter mir zu? Ja, ich mach die Tür hinter dir zu, wenn ich meine Schuhe ausgezogen. It's riechen nach Essen. Hab Hunger. Oh, hier riecht nach Frikadelle. Ja. Hier riecht nach Frikadelle. Geburtstagskind. Machen wir mal so. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mama. Wir wünschen dir nur das Beste. Noch ganz, ganz viele gesunde Jahre und ja. Wo ist der Rest? Der Rest, Papa ist im Zimmer. Dankeschön. Ist noch eine Torte. Oh, zwei Torte. Ja. Müssen wir irgendwo hin. Wir müssen gesagt, sie einkaufen nach Zimmertau, aber die kommen bald. Ah, Muss ich auch vielleicht raus. wie heißt das? Sadis? Sadisch ist auch. Also, jetzt ist es soweit. Ich darf die beiden überraschen und ich freue mich sehr. Und ja. Wechsel mal die Perspektive. Wechsel mal die Perspektive. Rot ist natürlich für Mama, für die Liebe. Wir wissen, dass du auch gar keinen großen Wert auf richtig große, teure Geschenke legst. Dankeschön. Und auch für dich, weil du mich so gut aufgenommen hast, haben wir gedacht, wir müssen
dich auch beschenken. Спасибо, то, что так их принимаешь. Ja, packt aus. Packt aus. Beide gleichzeitig. Auf 3, ja. Seht ihr? Ich habe gewusst, sie freuen sich. Passt zu euch. Das war schön. Wir waren am Grillen hier und dann auf einmal haben wir was mit, die Katrin sollte so DDR auf Russisch, Ja. Germanische Demokratische Republik. Hat sie mit Not und Mühe aber geschafft. Und dann, ich habe von sie auch nicht erwartet. Auf einmal sagte sie, Капец, какой я молодец! Ja, das hat mich umgehauen. Dann wo wir in Ausflug waren und wir was geschafft haben, habe ich schon einmal gesagt. Und dann sage ich, das wird unser Slogan sein. Ja, genau. Das wird unser Slogan sein, dass wir das so immer sagen und werden jetzt mal Katrin schicken. Da haben wir das gemacht. Ja, und jetzt genau. hat sie das Und jetzt, aber ich sehe gerade, das ist voll groß. Aber vielleicht wäscht ja vielleicht läuft es ja bei 60 Grad ein. Bevor wir wann das waschen soll, steht da drauf. Also schön auf 90 Grad waschen. Also, Ja, für Papa habe ich auch eine Kleinigkeit in dieser Reise gefunden. Einmal habe ich ja seine Uniform gesehen früher als Kind. Und in Georgien gibt es viele Märkte, wo ganz viele Sachen aus der sowjetischen Union verkauft werden. Einmal Pugewitze habe ich gefunden. Ja. Dann gab es, habe ich gesehen, hat jeder so ein Abzeichen gehabt. Ja. Hast du auch gehabt? Ja. Das heißt, отличник, der beste Soldat, so gesagt. Ja. Da habe ich für dich. Und ich habe noch eine Kleinigkeit aus deiner Kindheit. In der Zeit, wo du klein warst, gab es Spielzeugautos und ich habe eins gefunden. Das ist wirklich aus deiner Kindheit, wo du ungefähr so 10 Jahre alt warst. Ja. Und es funktioniert noch voll und ganz. Ich dachte, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Wollte gucken, ob du dich daran erinnern kannst. Habe ich für dich in Georgien auf dem Markt gekauft. Okay, danke schön. So. ja, Mama. An deinem Geburtstag wurden heute alle beschenkt. Es tut uns leid, aber das war die einzige Gelegenheit für uns. Aber ja, ich denke, dir ist viel wichtiger, dass wir hier zusammen sind. Ja, genau. Wie schön, dass du geboren bist. So, ihr Lieben, Geschenke sind überreicht, Essen wird vorbereitet. Wir freuen uns sehr, dass es gleich leckere Hausmannskost gibt. Meine Mama hat sogar meine Lieblingsfrikadellen gemacht. Eine habe ich schon genascht. Du auch, oder? Nein, du hast sogar schon 2 genascht. Ja, also an dieser Stelle, Mama, danke, dass du dir an deinem Geburtstag die Mühe für uns gemacht hast. Ja, und an dieser Stelle, auch dir, lieber Jakob, wünschen wir dir alles Liebe zum Geburtstag. Genau, du hast ja heute mit Mama am 9. zusammen Geburtstag und deswegen wollen wir dir auf diesem Weg auch nochmal gratulieren. A few moments later. So sieht ungefähr ein Geburtstagstisch in Kasachstan aus. Es fehlt aber noch einiges, so wie ich Djadja Gisat und Bibi Gul kenne. Aber ich wollte einmal schon mal zeigen, dieser Fisch ist sehr frisch. Den hat Papa heute vor 3-4 Stunden gefangen. Und welcher Fisch ist das? Das ist ein Hecht.
Das war ein Hecht. Das war. Genau. Wali, wali. Wow. Moment, бist ничего не Днем рождения! День рождения только раз в году. Das ist der Geburtstag. Ja. Geburtstag ist. Wow. Кружит Песня, пешеходы, советская положит. песня нашего детства. Чебурашка Гена. Ah. С днем рождения! Hatte Geburtstag. Ja, Dann singt er ja, ja. So, jetzt sieht es aus, als wäre alles da. Hast du eine Nahaufnahme? Ne? Das ist echt schön. Halt. Давайте, Накладывай. накладывайте. Привет, красота. Ну и сразу, может быть, да? Да. В году. Спасибо, dir gesagt. Спасибо. Сегодня такой день. Оля, Андрей сегодня вообще гостят у нас в Германии, в Казахстане, с Германии гости. И вот так получилось, что сегодня у Оли день рождения. Мы благополучно вернулись с Алматы. И в день рождения ее отмечаем здесь вот у нас в Казахстане. Такая большая честь для нас. И, Олечка, поздравляем тебя с днем рождения. И от нас вот такой вот подарок. Ты-дынь. Золото. Ты-дынь. Золотой браслет. Спасибо большое. Goldene Abend. Goldene Abend. Wo Sie bei uns zu Besuch waren, erste Mal, vor 2 Jahren. Sie haben mir diese Kette geschenkt. Hier, diese dünne. Und jetzt kriege ich... Тебе в комплект. Ага, комплект. Das ist, В следующий раз приедешь, мы на ногу примеряем. А куда еще одевать? Спасибо большое. Спасибо. Да. Иди сюда. На здоровье. И Вали, будь здорова. Чтобы Давай. мы вот так встречались, ну, почаще, чтобы вы нас Давай, мотивировали. Так. Чуть не стал с Новым и- годом. Спасибо. Алиса, продолжай. И, нет, подожди. С Новым годом день рождения. Обязательно. И у нас еще такая вот еще одна такая честь для нас. Дима, Катрин, вот гостят в Казахстане по Казахстану. И как в память о Казахстане, вот они скоро уезжают, в память о Казахстане вот от нас такие вот денечки. А ты одень это, Катрин, одень. Через стол, мне через стол. Вот так. Soll ich rumkommen? Как раз красная шапочка. Она Ага. Как тебе идет это зеркало? Приезжайте в гости. Приезжайте. Ой, мы вас любим. Какой ты молодец, слушай. Какой ты молодец. Давай, Вы нас- присаживайтесь. Вы всех мотивируете, можно сказать. Дима, Спасибо. весь народ, и также Казахстан, мотивируете нас, вы нас вдохновляете, вы нас благословляете. Ваши речи в конце видео, это что-то очень-очень вам благодарна за это, и они направляют нас тоже, помогают нам. Спасибо большое. Фоточки. Амине, Для него у нас тоже вот такая вот Шапан мы дарили, что тебе? национальная, да, шаман дарили, теперь такая вот Чем тебе удивить? фоточка, такая креативная, да, да, можно ее. На рыбалку будешь носить. Папа, моя будет. egal wie das Wetter ist, сегодня больше не снимать. Ну как раз для тебя, слушай, ну прям красиво. Красота. Wow. Krieg ich die durch? Ne? Egal. Ja, du hast zugenommen. Все, ну, все. Казах, Молодец. покрасься. Черный цвет. Какой ты Я молодец. всегда казах. Wie heißt das? Kasachstan Algar. Казахстан, Алгар. Рахмет, рахмет.
Иди вот сюда. Германия вместе с Казахстаном, Алга. Лишь бы в правильную сторону. Зеркало посмотри, что он же не Все стынет. Давайте, пока будем накладывать. Willst du noch was sagen, oder? Ja. Bibigul, vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Большое спасибо. Это с любовью и за то, что вы такие хорошие, за то, что вы такие добрые, за то, что вы такие позитивные, и что вы такие смелые, путешествуете по всему миру, несмотря на всякие там войны, там какие-то там природные, там какие-то, может быть, катаклизмы где-то, да. Вы в пути всегда и направляете, действительно, продвигаете вот этот вот свой образ жизни, быть счастливыми, быть в гармонии с собой. Вот это очень главное. Вот. Все, давайте ужин. Auch dir, Mama. Danke, dass du mir Frikadellen gemacht hast. An deinem Geburtstag. Ich wollte mich revanchieren. Bei letztem Video war es die volle Hoffnung, dass Mama Frikadellen macht, aber leider haben wir nicht so. Ja, zu Hause hätte ich weiß, was die von mir erwartet. Jetzt habe ich mich revanchiert. Vielen, vielen Dank. Ja, und wir sind auch schon am Ende angekommen. Wir hoffen auf euer Verständnis, dass wir den Rest des Tages einfach so mit der Familie genießen. Und ja, wie an jedem Ende wollen wir euch nicht abschalten lassen, bevor ihr nicht den Segen bekommen habt. Und bitte schön, mein Schatz. Also bevor ich den Segen ausspreche oder ein paar Worte dazu sage, möchte ich gerne noch den Max und die Narina grüßen. Ja, genau. Narina und Max, вам большой привет. Das sind zwei ganz, ganz liebe Kinder, die uns besucht haben am Wohnmobil. Gestern, die haben mir sogar einen Blinker geschenkt, womit ich fast ein Hecht gefangen habe. Спасибо вам большое. Vielen lieben Dank. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich euch gerne mitgeben möchte. Und zwar habe ich relativ früh aufs Herz bekommen, über Freundschaft zu reden. Und in der Bibel gibt es einen Bibelvers, und zwar heißt er: Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Also, wir haben in unserem Leben viele Freundschaften gehabt oder haben viele Freundschaften, aber diese Freundschaften sind nicht so, dass wie dort geschrieben steht, liebt zu jeder Zeit und in der Not ist er dir wie ein Bruder. Ja, es sind einige wenige Freunde, die so sind. Und ein gutes Beispiel, wie solche Freunde sind, ist zum Beispiel die Freundschaft zwischen Mama und Papa und Tante Bibiguli und Dядя Gizat. Oder eine Freundschaft zwischen meinem Bruder Slava und Serega. Genau. Und das sind so Freundschaften, wo ich merke, das sind Freundschaften fürs Leben. Über Distanzen. Oder Galina und die liebe Vera. Ja, das ist auch so eine Freundschaft, wo ich gemerkt habe, ja, über Jahre und Distanzen und die Freundschaft hält. Und wenn man sich meldet und was braucht, diese Leute sind einfach da. Und ich möchte euch einfach segnen mit solchen Freundschaften. Ja, dass ihr diese Freundschaften pflegt, dass ihr dankbar seid für diese Freundschaften und dass jeder so einen Freund hat. Ja, so eine Freundschaft zu pflegen ist auch eine Entscheidung. Es ist nicht einfach, so eine Freundschaft zu pflegen. Dazu gehört viel Treue. Genau, das habe ich bei mir gemerkt. Ich war zwischendurch auch in vielen Freundschaften untreu und das darf nicht sein. Und dem Herrn sei Dank, dass er mich verändert und dass ich jetzt treu sein darf. Genau, mit diesen Freundschaften segne ich euch im Namen Jesus Christus. Amen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich euch, Katrin, Sabrina und Moni, ganz, ganz lieb grüßen. Ihr seid diese Freunde für mich über wirklich große Distanzen. Sabrina und Moni, wir kennen uns schon 30 Jahre, sind seit 30 Jahren befreundet. Und Katrin, wir schon seit
Wie alt ist Leides? 22 Jahre, Mensch. Und ihr hattet auch Hochzeitstag, Katrin und ihr. Ganz liebe Grüße an euch. Ja, ich habe diese Freundinnen, wo ich weiß, ich kann mich immer drauf verlassen. Die sind traurig mit mir, die freuen sich mit mir und ja, ich bin einfach dankbar dafür. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann weißt du, freuen wir uns immer sehr über ein nettes Kommentar und über euren Daumen. Freuen wir uns immer sehr. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, fühl dich frei, das jetzt zu tun. Und wenn du nicht verpassen willst, wie unsere Zeit in Astana wird, Marco, lieber Marco, wir wissen, du freust dich sehr auf Astana. Ganz liebe Grüße an dich. Also, wenn du das nicht verpassen willst, dann sei gern beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.